Hallo zusammen, Kai von der Industrie Arena hier für Voice of CNC, heute von der AMB auf dem Gemeinschaftsstand von Montfort und R&D. Der Herr van Oel ist gerade hier und kann uns ein bisschen was zu den Neuheiten und vor allem zu den Maschinen sagen, die heute hier ausgestellt sind. Wir stehen gerade vor der RNC 500 und da würde ich die Frage doch direkt mal an Sie richten, Herr van Oel. Warum gerade diese Maschine hier auf der AMB? Ja, von meiner Seite auch erstmal herzlich willkommen zur AMB 2024. Die Firma Montfort ist der weltweit einzigste Maschinenhersteller, der Drehmaschinen mit einer hydrostatischen Rundführung konstruiert und verbaut. Warum tun wir das? Diese Maschinen haben eine hervorragende Langlebigkeit, eine extrem hohe Genauigkeit und damit den Anforderungen von vielen Kunden, die dadurch durchgeführt werden können. Wir haben gerade ganz kurz die Technologie der Hydrostatik angeschnitten und da würde ich gerne noch mal drauf eingehen und fragen, warum ist das so eine Besonderheit, vor allem in der Maschine? Was genau passiert da? Ja, sehr gerne. Also Sie sehen im Hintergrund letztendlich das Herzstück einer Montforts Werkzeugmaschine, Herz und Aorta. Bei uns Hydrostatik genannt. Was ist das Besondere? Eine Hydrostatik hat das Prinzip, dass wir auf der einen Seite eine Säule haben, die aus Metall besteht, auf der anderen Seite einen Schlitten, der wiederum aus Metall besteht. Aber der Zwischenraum zwischen den beiden Elementen wird mit Öl gefüllt, zwischen 25 und 30 bar. Das heißt, diese Elemente kommen nie in Kontakt. Das heißt, sie haben Zeit ihres Lebens nie einen Verschleiß und sie haben eine extrem hohe Genauigkeit, was die Bearbeitung von Werkstücken betrifft. Ist ein nicht einfaches Verfahren, aber unsere Kunden wissen das sehr zu schätzen. Also vor allem das Verschleißthema halte ich für ein sehr wichtiges, vor allem wenn es darum geht, für die Kunden Effizienz, aber vor allem im Kostenbereich da einiges einzusparen und insofern in diese Technologie zu investieren, richtig? Sehr wohl. Auf der einen Seite natürlich investieren in so ein Produkt, auf der anderen Seite lange wissen, dass man ein gutes Produkt gekauft hat und eine Langlebigkeit erzeugen kann. Und wir sprechen halt dafür, dauergenau. Ansonsten, was bieten wir hier noch auf dem Stand? Es ist ein Gemeinschaftsstand, auch der Firma R&D. Wir haben zwei Weltneuheiten mit auf der Messe. Eine davon nominiert zum AMB Award 2024 und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir da heute vielleicht den ersten Platz generieren könnten. Das heißt, wir werfen mal einen kleinen Blick auf das, was für den AMB Award hier nominiert ist. Dafür gehen wir mal ganz kurz rüber. Wir sind eine Station weiter und gerade eben sind die Begriffe Weltneuheit und AMB Award gefallen und darüber wollen wir gerade mal kurz sprechen. Wir haben jemanden dazu gewonnen, der Herr Dr. Kose ist hier neben mir und wir würden gerne einmal über diese Weltneuheiten sprechen und da würde ich die Frage doch direkt an Sie richten. Wo befinden wir uns gerade? Was ist hier gerade so neu dran? Genau, wir befinden uns 2 Meter weiter vorne auf unserem Stand immer noch und haben hier unsere neue Maschinensteuertafel stehen. Die Maschinensteuertafel ist konfigurierbar, das heißt, ich kann über die Displays flexibel Funktionen hinterlegen und beispielsweise den Maschinenbediener durch die verschiedenen Menüs führen. Ich kann also je nach Betriebsart, Handbetrieb, Automatikbetrieb andere Symbole anzeigen und den Maschinenbediener vollumfänglich durch die Prozessführung leiten und nur das einblenden, was ich gerade brauche. Zusätzlich spricht die Tafel hinten raus einfach das Busprotokoll der Steuerung. Das heißt, Verdrahtungsaufwände entfallen und der Maschinenhersteller freut sich darüber, dass er einfach nur ein Profinet-Kabel einstecken kann und 24 Volt und schon ist die Tafel in Betrieb genommen. Vorsicht ist besser als Nachsicht und Prävention wird hier ganz groß geschrieben. Hier haben wir ein Produkt, das unter vielen nominiert ist für den AMB Award und da würde ich mir doch direkt mal erklären lassen, wobei es hierum geht. Wir stehen ja vor dem Demonstrator für unsere QuickSense Data Acquisition Plattform. Das heißt, es geht um Datenakquise. Sie sagten es schon zum Thema Predictive Maintenance vor allem. Das heißt eben, sind wir in der Instandhaltung, möchten wir den Zustand einer Maschine feststellen, geht es der Maschine gut, geht es der Maschine nicht so gut, habe ich vielleicht Verschleiß, der dazu führen kann, dass in der Zukunft eine Komponente ausfällt. Und da ist eben die Akquise von Vibrationsdaten ein ganz großes Thema. In unserem Demonstrator haben wir hier 2 Motoren, einer mit einem symmetrischen, gewuchteten Bauteil, einer mit einer Unwucht. Beispielsweise in einer echten Maschine könnte das ein verschlissenes Lager sein
oder eine Passung, eine Verschraubung, die sich mit der Zeit gelöst hat. Und solche Sachen können wir eben auf diese Art und Weise drahtlos analysieren. Wir müssen nicht verkabeln, sondern sprechen direkt drahtlos Punkt zu Punkt mit unserem PC. Wir können bis zu 8 verschiedene Plattformen koppeln. Das heißt, wollen wir Maschinen miteinander vergleichen, können wir das direkt in Echtzeit miteinander tun und stellen auch die entsprechenden Datenschnittstellen bereit. Das heißt, wenn der Kunde Drittsoftware benutzen möchte zur Auswertung, dann kann er das auch tun. Eine Besonderheit, die wir in unserem System haben, ist, dass wir sehr hochfrequente Daten analysieren können. Wir haben eine Analyse direkt auf dem Chip in der Elektronik. Das heißt, es ist nicht notwendig, super hohe Übertragungsraten zu haben, die über Funk oft nicht realisierbar sind, sondern wir werten lokal aus und übermitteln dann gezielt die Daten, die interessieren, an unsere Software-Schnittstelle. Ja, sehr, sehr schön. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank für diesen kurzen Einblick. Ich wünsche ganz viel Erfolg bei der Preisverleihung und vielen Dank, dass wir euch kurz besuchen durften und wir einen kleinen Einblick bekommen haben. Dankeschön.